Freitag um 4. Wir begrüßen euch zum heutigen Video. Wir haben einige Produkte für euch dabei zu den Themen Schärfen, Messen, mobil arbeiten und Fräsen. Ja, neu in unserem Sortiment die Diamantschärfsysteme von Empower. Lea, zeigst du uns vielleicht ein bisschen, was wir da Neues haben, was da die Besonderheiten sind und so weiter und so weiter. Ja, sehr gerne. So machen wir das. Also ich fange jetzt hier an mit dem neuesten Produkt von Empower, was das Schärfen angeht, und zwar die Side-by-Side-Schärfstation. Da hat man jetzt hier Abdeckungen, auf denen schon so ein Abziehleder aufgebracht ist. Auf den Diamantsteinen. Praktisch der zweite Schritt. Der zweite Schritt oder letzte Schritt, genau. Und dann hat man hier eben nebeneinander die Diamantschärfsteine in 300, 600, 1200. Und im Zubehör mit dabei gleich Leppflüssigkeit und verschiedene Wachse. Anfangen tut man indem man die Leppflüssigkeit da aufsprüht und dann sein Stemmeisen, das ja mehr oder weniger gut beieinander ist, wahrscheinlich eher nicht gut, wenn man es schärfen möchte, einfach anfängt hier zu schleifen. Und das kann man dann Station für Station durchmachen. Vor der Rückseite, jemand, der einigermaßen sich auskennt, weiß immer die Rückseite mit abziehen. Und wenn man dann die 3 Stationen hinter sich hat, kann man die Deckel hier wieder aufstecken und kann dann immer das jeweils passende Wachs auch in verschiedenen Körnungen da auftragen. Das steht hier auch draufgeschrieben, sehe ich gerade. Blue Wax, das wäre dann das blaue Wachs wahrscheinlich. Das blaue Wachs mit der Körnung 5000. Also das ist dann wirklich am Schluss, wenn ihr durch seid damit, rasiermesserscharf, dieses Messer. Und spiegelnd. Und spiegelnd, ja. Vielleicht, weil du es gerade gehalten hast, also jemand, der sich auskennt, wie du schon sagtest, der kann das wahrscheinlich so. Es gibt aber auch Schleifführungen. Da haben wir, nehme ich an, auch noch was im Sortiment. Ja, genau. Das ist so eine einfache Schleifführung, wo man praktisch das Stemmeisen, Hobeleisen einspannt und dann immer im selben Winkel über oder den... so, genau. Kann man hier drüber fahren. Ja, cool. Yes. Gefällt mir. Das wäre Nummer 1. Nummer 1. Was hätten wir denn noch da? Das ist relativ umfangreich, das ganze Sortiment. Yes, ist es. Helft dir Man ein kann bisschen. natürlich damit auch Messer schärfen und scheren und was einem so einfällt. Es ist nicht nur auf Stemmeisen beschränkt. Auch Also Hobeleisen gehen. Also alles, alle was schneiden, Messer die ist. irgendwie gerade sind, oder? Genau, das die so kann sagen? man, alle schneiden, die gerade sind, kann Platz man damit wechseln. schärfen. Extra für Stemmeisen und für Hobeleisen haben wir den Fast Track Sharpener. Kommt hier auch im Set mit so einer Tasche mit den verschiedenen Körnungen an Steinen. Geschickt. Und das muss man jetzt nicht mit dieser Flüssigkeit verwenden, das benutzt man quasi trocken. Und da sind hier auf dieser Seite die Steine drin. Und das Besondere an diesen Steinen ist, dass die gewinkelt sind. Das heißt, man sieht es auf der Seite, 2, 4, 1, 3. Nachdem die gewinkelt sind, kann man die einfach umdrehen. Und dann hat man verschiedene Schärfwinkel. Das ist erstens für die Mikrofaser gut ist. Und zweitens, je nachdem, wie das Messer halt schon angeschliffen ist, kann man die verschiedenen Sachen da einstellen. Und dann kann ich den hier einfädeln und für Stemmeisen hier hinfahren und hier anfangen zu schärfen. Wenn ich jetzt ein breiteres Messer habe, klippe ich den einfach weg und habe dann eine breitere Auflage für ein Hobeleisen zum Beispiel. Und hier integriert es auch gleich noch die Entgratungsplatte, die man braucht, um vorher zum Beispiel das Stemmeisen noch einfach sauber zu machen. Da kann man es hier schön abziehen. Und wenn man dann die verschiedenen Körnungen durch hat, bis 1200, wenn mich nicht alles täuscht, dann, yes, bis 1200, das ist genau die Abziehplatte, kann man hier auf der Rückseite an dem Abziehleder wieder das Messer abziehen und hat wieder ein ganz wunderbares Ergebnis. So, das, was dann noch dazu gehört, hier auch so eine im Kreditkarten- oder Scheckkartenformat eine Diamantschärfplatte in 2 verschiedenen Körnungen. Damit kann ich Bohrer schärfen oder Fräser oder
mein Sägeblatt schärfen oder eine Schere oder was auch immer eine Schneide hat, die eben gerade ist, in verschiedenen Formaten. Das Kleine zum Beispiel eher vielleicht für Fräser, für kleine Sachen und das auch für eine Schere oder so. Und dann hätten wir dieses. Für die Küchenmesser. Hier ist wahrscheinlich das Prinzip ein ähnliches, oder? Wir haben hier eine magnetisch gehaltene Schärfplatte in verschiedenen Körnungen. Die wird hier magnetisch. Okay. Das heißt, der Schleifwinkel ist da hier schon vorgegeben. Ja, der hat 20 Grad. 20 Grad. Das heißt, ich stelle mein Messer rein und ziehe das einmal durch. Richtig. Das Spezielle ist bei diesem Schärfsystem, dass die Diamantbeschichtung ist so hart, dass ich da sehr, sehr, sehr wenige Vorgänge brauche, um das Messer zu schärfen. Das heißt, ich muss auch immer zählen eigentlich, wie oft ich wirklich auf jeder Seite schärfe, damit ich nachher wirklich eine gerade Schneide habe. Und das heißt, ich mache zum Beispiel 2 auf der einen Seite. Genau. Und das ist bei allen Diamantschärfsteinen so, dass ich wirklich aufpassen muss, dass ich nicht zu viel abtrage, weil das fast schon, also mindestens 20 Mal schärfer jetzt schneller schneidet oder schneller schleift als jetzt ein normaler Wasserstein. Und wenn ich dann mein Messer in welcher Körner auch immer geschliffen habe, da ist jetzt die 220er drin, dann kann ich es auf der Rückseite hier wieder mit dem Abziehleder abziehen, entgraten und kann da natürlich aber auch verschiedene Steine einbauen. Und dann muss man nur noch aufpassen, dass man sich nicht die Finger schneidet. Aufregend. Schön. Gut. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Gerne, das war's. Erstmal von der Empower-Seite. Ja, Tausendfüßler haben wir nicht im Programm, aber wie alle wissen oder viele wissen, haben wir von Bora die Mehrfüßer, die Centipedes. Und die haben jetzt eine bestimmte Neuerung. Und du machst gerade genau was da oben? Das wart ab. Genau, wir haben die in verschiedenen Längen. Das ist die normale, die ist wie lang? Die ist 72,6 cm hoch, und also Arbeitshöhe. Und die neuen 91,4. Danke. Wollen wir das einmal oben drauf packen? Vielen Dank. Genau. In neuer Länge, alle Untergestelle in neuer Länge, neuer Höhe. Alle Untergestelle in jeder Größe und zusätzlich sogar noch das CT10, das ein quadratisches Maß noch hat. Das hatten wir in der kleinen Version nicht, gibt es aber in der großen Version. Alles andere bleibt gleich, die ganzen Accessoires passen, die Spitzauflagen, die Platten passen, genau das gleiche System, genauso praktisch, genauso zusammenklappbar, transportabel für Garage, Garten, Werkstatt, Montage. Wichtig ist ein ebener Untergrund. Was wir heute noch für euch dabei haben, ist das Upgrade für den Trennfrästisch oder die Trennfrästische zum Nachrüsten. Wie schaut das genau aus? Genau, es geht praktisch um diesen Adapter. Das ist der Unterbau des Sauterfräslifts FML-P, der praktisch als kompletter Lift einmal angeboten wird. Zum Zweiten hier als Adapter, der entweder an die Sauter-Einlegeplatte für Trennoberfräsen passt oder eben aber an die Einlegeplatten des CRT MK3, an dem kleinen Trennfrästisch oder eben an dem großen Trennfrästisch der WRT. Kann direkt angebaut werden, ohne weitere Bohrungen vornehmen zu müssen. Die große Bohrung für die Höheneinstellung der T11 oder T14, die einen haben, die wissen, um was es geht, kann hier verwendet werden, praktisch, um mit der Kurbel die Höhe des Lifts einzustellen. Richtig einfach einzipfeln und kurbeln. Genau. Und die Klemmung, in diesem Fall mit der Rändelschraube unterm Tisch, auf, zu. Und der Fräslift, der Fräsmotor, der im Lift hängt, kann sich nicht mehr verstellen. Und wir können damit die Trennfrästische mit einem kleinen Fräsmotor upgraden. Und zwar ohne Aufwand. Ohne Aufwand. Gut, jetzt ist es Zeit. Zeit, eine Werkstatt anzuschauen. Nein, jetzt ist es Zeit, heimzugehen. Lasst uns ein Like da, kommentiert, schreibt uns eine E-Mail, abonniert unseren Channel. Ansonsten, schönes Wochenende Ciao, servus. und auf Wiederhören.